Guten Tag, meine lieben Suzuki Jimny-Fans. Jetzt geht's weiter. Wir haben euch ja schon 3 Videos bisher gemacht für das Riesenradio von Alpine auszutauschen, für euer Originalradio von Suzuki. Wir haben neue Lautsprecher integriert und wir haben auch eine Rückfahrkamera integriert in den Jimny. Und jetzt geht's weiter, weil wir gemerkt haben, hey, da fehlt noch was. Wir brauchen für alle die ein ganz normales 2-DIN Autoradio einbauen möchten, auch noch eine Lösung. Und die werden wir euch heute zeigen. Beispielhalber muss heute unser DMX 7017 DABS von Kenwood herhalten. Den bauen wir jetzt für euch ein mit unserem Installationskit. Und unser Autoradio, wie auch die meisten anderen Autoradios im Doppel-DIN-Format, haben einen Stromanschlussstecker, eventuell ein Mikrofon für die Bluetooth oder für die Sprachsteuerung. Und wir haben eine GPS-Antenne, gegebenenfalls für eins, wo ein Navi integriert hat oder für Apple CarPlay zuständig ist. Für die 2 Sachen, für Mikrofon und für GPS-Antenne, haben wir auch in unserem Alpine ILX Jimny Radio Video bereits gezeigt, wie man das installiert. Da haue ich euch unten im Videobeschreibungstext den Link dazu rein, dass ihr auch genau, wenn ihr da draufklickt, an die Stelle kommt im Video, wo das gerade passiert. Und für alle Fahrzeuge, die DAB bereits integriert haben, haben wir euch dieses Set hier, weil das ist dann auch recht easy, das Ganze zusammenzustecken. Ich empfehle euch natürlich, eine Quetschzange vielleicht mitzubestellen, wer das noch nicht daheim hat, weil wir haben hier auch in unserem Set ein paar Quetschverbinder drin, weil wir tatsächlich ein paar Verbindungen noch reinmachen müssen. Und natürlich, um irgendwelche Kunststoffteile im Fahrzeug rauszunehmen, gibt es bei uns das Remover-Set. Auch beides findet ihr im Videobeschreibungstext. Könnt ihr euch ja mal anschauen, ob ihr sowas braucht. Ansonsten kümmern wir uns jetzt mal um das Ausbauen des Originalradios und das Einbauen dieser Komponenten. Los geht's! An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Marco Fürst. Der hat ja einen eigenen Webshop für Jimny Ergänzungsprodukte. Der hat uns ja erst auf die Idee gebracht, hier sich mal mit dem Jimny auseinanderzusetzen. Einen Link zu seinem Kanal haue ich euch natürlich mal unten in den Videobeschreibungstext. Und wir bauen jetzt das Autoradio raus, das jetzt bereits sogar schon Kratzer drin hat. Weil der Marco ja eigentlich sein altes Alpine hier schon von uns eingebaut bekommen hat. Also was heißt sein altes? Das ILX-Gerät, das Mega-Gerät. Und dann hat er tatsächlich das alte Autoradio von Suzuki schon in den Container geschmissen gehabt. Und dann habe ich gesagt, nein, wir brauchen das alte Radio wieder. Wir wollen ja quasi zeigen, wie der Originalzustand vom Fahrzeug ist. Und der ist so, dass man hier die Teile hier wegmacht, nur geklippt hier mit Remover Tool. Und da unten sind 2 Kreuzstützschrauben drin. Jetzt können wir mit einem herzhaften Ruck das ganze Ding hier nehmen und aus der Verriegelung ziehen. Das ist nämlich alles nur gesteckt. Und jetzt können wir die Stecker wegmachen. Das ist die Hauptstromversorgung und der Ausgang für die Lautsprecher. Wir haben hier einen USB-Anschluss. Den brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr. Und das ist unsere UKW-Antenne, die wir jetzt gleich in Gebrauch nehmen. Den Rest, was wir am neuen Autoradio jetzt alles mit dem hier verbinden müssen, machen wir an der Werkbank, weil das können wir alles so vorbereiten, dass wir zum Schluss nur noch anstecken müssen und das Gerät genauso schnell reinschieben, wie wir den gerade rausgeholt haben. Wenn ihr so ein Doppel-DIN-Radio habt, wer auch immer, Pioneer, JVC, Kenwood, Alpine, dann könnt ihr den Blechrahmen auch jetzt mal auf die Seite tun. Den braucht ihr nämlich in dem Fall nicht. Da haben wir ja diese Halteklammern oder diese Haltebügel, die wir an der Seite jetzt festschrauben. Die passenden Schrauben legen wir euch auch gleich mit dazu, weil ich habe jetzt auch gerade gemerkt, dass nicht jedes Doppel-DIN-Autoradio gleich diese Schrauben mit beiliegend hat. Bei manchen sind sie dabei, bei manchen nicht. Deswegen legen wir sie euch mit dazu. Wir müssen die jetzt so verwenden. Und jetzt bauen wir das Ganze mal so ein, dass das passt. Und jetzt können wir diese Teile gleich mal von hinten an diese Teile hier festmachen. So. Und können das festschrauben. Die 2 Gummipfröpfel hier, die kann man jetzt auf diese Gewindestangen mit drauf machen. Damit fixiert sich die ganze Einheit hier hinten im Fahrzeug drin. Und jetzt können wir unser Doppel-DIN-Autoradio nehmen und von hinten so einsetzen.
dass es dann vorne passt. Also schön ausrichten, mittig rein und dann sieht man, dass gewisse Schrauben hier einfach optimal passen, also Schraublöcher. Und genau so machen wir sie dann auch fest. So, damit schaut das Ding schon mal so aus. Falls ihr jetzt denkt, ja, dieser Spalt, das ist doch doof. Ja, rein theoretisch ja, aber wenn das von hinten zu ist und kein Licht dagegen kommt, dann schaut das auch eigentlich ganz normal aus. So schaut das Gerät also optisch aus, wenn man es in die mechanische Halterung mit reingeschraubt hat. Und jetzt kommen wir zur elektrischen Anbindung. Dazu machen wir mal den ganzen Kabelbaum vom Kenwood-Gerät auf, um mal zu sehen, was hier alles überhaupt angeschlossen werden muss. Wir haben jetzt hier einmal ein Reverse-Signal. Das ist dann wichtig, wenn wir eine Rückfahrkamera mit einbauen. Da haben wir ja ein eigenes Video drüber, da wird auch dieses Kabel nochmal erklärt. Wir können das entsprechend auch kürzen, indem wir das Papierchen bis davor ziehen und auch an der Stelle dann abschneiden und vielleicht neu verkabeln. Und das ist unser Handbremssignal. Wenn wir das auf Masse legen, dann ist das Gerät praktisch jederzeit voll bedienbar. Wenn man das nicht anschließt, dann kommt bei manchen Bedieneinheiten, dass der Rückwärtsgang eingelegt werden muss. Das fällt in dem Fall flach, wenn wir das Ganze hier auf Masse legen. Wer keinen Lötkolben zur Hand hat, der kann ja auch hier mit Quetschverbindern arbeiten. Dann müssen halt die zwei Kabel zusammen in einen so einen Quetschverbinder rein und praktisch das Massekabel aufgetrennt werden, um es danach wieder zusammenzustecken. Also das geht genauso. Aber wir haben es jetzt gelötet. Da wir beim Marco ja ursprünglich auch schon die Rückfahrkamera ergänzt haben an unser Alpine-Gerät, wir jetzt nur beispielhaft extra für euch das Alpine-Gerät nochmal weggemacht und Originalzustand vom Radio gemacht, zeige ich euch, was wir mit dem Reverse-Kabel gemacht gehabt haben. Weil das ist beim Alpine eigentlich genau das gleiche Spiel. Rückfahrkamera, Ansteuerung, machen wir so einen Quetscher hier mit drauf, weil die Kamera ist in dem Fahrzeug ja schon eingebaut, die Nachrüstkamera. Und da brauchen wir diesen Anschluss in dem Fall. Und jetzt machen wir noch eine Verbindung für Antenna Connect. Das heißt, für alle Fahrzeuge, die keinen DAB-Empfang bereits installiert haben, also an dem Autoradio irgendwo eine DAB-Taste dran ist oder sowas, sondern nur UKW empfangen, brauchen wir auch die Variante, diesen Einbaukit für UKW, und da ist dieser Splitter mit dabei. Der macht nämlich aus unserem UKW-Antennensignal, also UKW haben wir ja auch unseren Adapter auf Suzuki, dass wir hier einen ganz normalen Anschluss haben. Gehen wir jetzt erstmal hier rein in den Splitter. Und der Splitter verteilt jetzt, also der checkt jetzt erstmal, hier haben wir DAB, da haben wir unseren neuen DAB-Anschluss und wir haben unseren neuen UKW-Anschluss, also eigentlich den alten UKW-Anschluss. Wir haben aber jetzt beide Anschlussmöglichkeiten und dieser Splitter braucht Stromversorgung, also eine Schaltspannung, genauso wie unsere Antenne hier dieses blaue Remote-Kabel hat, damit die Antenne oben auf dem Dach auch richtig funktioniert. Beide Kabel müssen wir jetzt zusammen mit einer Schaltspannung versorgen und das ist hier dieser Antenna Connect. Meistens ein blau-weißes Kabel an einem Autoradio dran und das können wir nehmen und die müssen wir jetzt alle miteinander verbinden und steckbar machen, damit wir das im Auto richtig versorgt haben. Und das können wir jetzt bereits schon wieder zusammenstecken, weil wir, was die Antenne betrifft, jetzt schon durch sind. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen und können das auch am Autoradio bereits anschließen. Einmal der DAB-Anschluss und einmal der UKW-Anschluss. So, und den alten UKW-Anschluss, das ist nämlich der hier. So, das ist alles. Ein bisschen doofes Kabelgewirr, aber das ist eigentlich jetzt... Das Isolierband, damit ihr das auch so schön zusammenbinden könnt, dass es einen schöneren Kabelbaum gibt, liegt im Lieferumfang mit dabei von dem Einbaukit. So schaut es gleich ein bisschen übersichtlicher aus. Ja, alles no problem.
Da wir ja den originalen USB-Anschluss vom Suzuki verwenden, haben wir in dem Einbaukit jeweils immer diesen USB-Adapter mit dabei auf Suzuki. Den brauchen wir am USB nur noch anstecken und am Fahrzeug anstecken. Damit funktioniert der USB im Fahrzeug genauso wie vorher. So schaut die Variante aus für Fahrzeuge, die noch kein DAB vorinstalliert im Fahrzeug haben, sondern wir hier über die UKW-Antenne nachrüsten. Für alle Fahrzeuge, die DAB bereits integriert haben, die haben auch den Gegenstecker für das DAB Antennenkabel bereits hier im Fahrzeug eingebaut und wir adaptieren das mit diesem Anschluss. Das heißt, den können wir jetzt hier drauf bringen und der passt gleich direkt an das Fahrzeug mit dran. Für den UKW-Anschluss schaut es ähnlich aus mit dem gleichen Stecker, liegt ja alles im Set mit dabei. Den stecken wir hier mit an und der muss natürlich jetzt wieder Remote-Versorgung bekommen über unser Antennen-Connect-Kabel. Also so schaut es jetzt dann aus, wenn wir DAB bereits integriert haben. Unser Suzuki Einbaukit hat ja auch den CAN-Bus-Anschlussadapter mit integriert, den ihr natürlich jetzt hier am Autoradio anschließen könnt. Hier einmal anstecken und wir können jetzt auch den Hauptstromanschluss hier mit anstecken am Autoradio. Dann schaut das eigentlich bei jedem Autoradio ziemlich ähnlich aus. Und wir haben jetzt hier den Stecker, der jetzt im Fahrzeug einfach angesteckt wird. Aber dann würde es grundsätzlich funktionieren, das Gerät. Was aber noch nicht funktioniert, wenn wir es nicht jetzt richtig vorbereiten, ist die Lenkradfernbedienung. Und unser Adapter ist so vorbereitet, da ist ein Multi-Lead-Anschluss dabei, also praktisch dieses Teil hier. Das kann man hier nochmal abstecken, so wird das eigentlich auch ausgeliefert. Das nennt sich Multi-Lead, weil es für verschiedene Radiotypen wie ein Alpine, JVC, Panasonic, Zenec, Pioneer, Kenwood und Clarion funktioniert. Wer ein Kina-Gerät einbaut, der muss sich zusätzlich ein Kina-Lead dazu kaufen, damit dieser Adapter funktioniert. Dann steckt man den bloß noch an und am Kina-Radio, da gibt es ja glaube ich bloß ein Kabel, wo man es ansteckt, dann funktioniert das irgendwie. Wir müssen, um die Sache zu konfigurieren, jetzt unser Kenwood Autoradio so anschließen, wie es auf diesem Bild hier vorgesehen ist. Das sind genau die zwei Pins, die wir jetzt überbrücken müssen mit diesem Kabel und die steckt er so rein, dass das richtig einhakt. Es geht nicht immer in jeder Richtung, sondern es muss richtig drin sein, so wie das hier. Und dann haben wir unser Lead vorbereitet für Kenwood und können jetzt mit unserem grünen Kabel, das hier dran ist, mit Steering Wheel Remote Input verbinden. Also die zwei müssen jetzt miteinander verbunden werden. Da haben wir ja schon diesen Papa drauf, dann machen wir auf unser Autoradio die Mama drauf. Und ja, das machen wir halt einfach mal schnell. Und jetzt steuert unser Autoradio auch die Lenkradfernbedienung mit. Wer sich jetzt fragt, warum dann dieser Klinkenstecker hier noch mit dran ist, den brauchen wir bei einem Alpine oder bei anderen Autoradios. Deswegen sind auch hier zwei Versionen dabei. Manche brauchen diesen Anschluss, manche brauchen den Anschluss. Das hängt vom Autoradio ab, sieht man ja dann, ob eben am Autoradio hier so ein Kabel raushängt. Da wir den Klinkenanschluss nicht benötigen, empfiehlt es sich natürlich, den auch irgendwie wegzupacken, damit da nicht irgendwelche Fehlfunktionen mit drauf sind. Tun wir es isolieren und fertig. So schaut das Ganze nachher aus. Bei unserem CAN-Bus-Adapter haben wir noch ein rosanes Kabel, da steht Speed-Puls drauf. In der Regel brauchen die neuen Autoradios das alles nicht mehr. Wir können den einfach mit an der Seite mit einpacken und mit rein isolieren ins Kabel, damit es nicht stört. Braucht man sich also gar nicht mit großartig befassen mit dem Kabel. Jetzt haben wir anschlussseitig den USB, wir haben unseren UKW-Anschluss, wir haben unser Hauptstromanschlusskabel, also vom Fahrzeug von Suzuki. Das Einzige, was jetzt im Auto praktisch noch uns entgegenkommt, ist ein Mikrofonanschluss und der GPS-Anschluss. Und in unserem Fall haben wir ja auch die Rückfahrkamera schon bereits installiert gehabt. Da empfehle ich euch einfach das Video zur Rückfahrkamera anzuschauen, dann erklärt sich das. Ansonsten braucht er ja gar nichts mehr anschließen. Das restliche Kabelanschlussmaterial machen wir jetzt im Auto rein und stecken das Autoradio rein. Für alle, die das Rückfahrkamera-Video angeschaut haben, die wissen ja, unsere Kamera braucht Plus und Minus. Das Plus haben wir hier schon verbunden mit, oder jetzt zumindest vorbereitet mit unserem Reverse-Eingang vom Fahrzeug, aber unsere Kamera braucht noch die Masse und das habe ich jetzt gerade in der Eile vergessen, das mache ich euch aber jetzt gerade. Wir unterbrechen tatsächlich die Masse hier an der Stelle und machen hier eine Verbindung rein. So.
So haben wir jetzt auch unseren Masseabgriff für die Kamera gleich mit integriert. Und das sind unsere 2 Anschlüsse für unsere Kamera. All das, was wir jetzt am Autoradio angeschlossen haben, müsst ihr nicht unbedingt im Auto machen, sondern könnt ihr wie ich jetzt an der Werkbank ganz gemütlich machen. Und jetzt können wir schauen, wie wir die ganzen Kabel verbinden müssen. Wir haben jetzt hier unseren USB-Anschluss, da haben wir das Gegenstück hier. Da haben wir unseren UKW-Anschluss, den wir hier anstecken können, da wo wir das Gegenstück richtig schon dran haben. Und was haben wir denn jetzt noch? Eigentlich wäre jetzt unser Hauptanschlussstecker hier auch gleich anzuschließen. So, und jetzt haben wir, was ihr in dem anderen Video ja schon gesehen habt, einmal Mikrofon verlegt, das hier oben dran ist, und einmal die GPS-Antenne haben wir da hinten reingemacht. Die 2 Sachen kann ich jetzt auch direkt anschließen, hier beim Mikrofoneingang und hier noch der GPS-Anschluss. So, da wären wir jetzt an der Stelle schon fertig für alle, die keine Rückfahrkamera installiert haben. Wir haben aber eine und deswegen schließen wir sie auch schnell an. Das ist unsere Nachrüstkamera. Da haben wir einmal die Masse, einmal dieses Plus und wir haben natürlich das Videosignal von unserer Rückfahrkamera. Und dafür gibt es an den meisten Autoradios, wie auch hier, einen Rear View Camera In. Das heißt, den kann ich hier anstecken. Habe also jetzt mein Bildsignal hier und mit unseren vorbereiteten Anschlüssen hier ist ja die Masse, die wir auftrennt haben und unsere Buchse dran gemacht haben. Und wir haben das Reverse-Signal. Das können wir mit dem hier zusammen verbinden, wie wir es in dem Video für die Rückfahrkamera bereits alles angekündigt haben. Der Stecker bleibt gnadenlos unbelegt und alles andere verstauen wir jetzt im Radioschacht hinten drin. Da ist also wirklich genügend Platz, um das ganz geschmeidig da hinten rein zu tun. Und alles ein bisschen mit Bedacht hier rein, damit da keine Quetschungen im Kabel drin sind. Alles mal ein bisschen auf die Seite räumen. Das war's. 2 Schrauben wieder reinmachen und die Verblendung drauf machen und dann sind wir schon fertig. Lieber Marco, jetzt haben wir dein Auto, halt so rum können Sie, jetzt haben wir dein Auto umgerüstet auf einen einfachen Doppeldien anstatt dein mega geiles Alpine-Radio, das wir euch ja schon so vorkonfiguriert haben, dass alle Adapter schon bereits dran sind. Bei dem Autoradio ist es allerdings auch ein bisschen komplizierter, deswegen haben wir das Auto so vorbereitet. Hier habe ich gedacht, das kann man alles so weit selber machen, wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe. Fertig, check, geht alles. Jetzt seht ihr hier tatsächlich auch, da ist ein leichter Spalt unten drin, ist natürlich auch von Autoradio zu Autoradio ein bisschen unterschiedlich. Wir legen euch hier noch was mit bei. Und zwar einen selbstklebenden Vlies, dass wir das da unten reinkleben können in schwarz. Dann ist das alles verdeckt und es schaut cool aus. Das machen wir natürlich jetzt noch kurz rein. Da wir euch ja bekanntlich richtige Sets anbieten, wo es an möglichst wenig fehlt, legen wir euch jetzt tatsächlich auch noch so ein Vlies mit drauf. Der ist selbstklebend, damit ihr das wirklich richtig hübsch machen könnt. Dieses selbstklebende Vlies ist natürlich geschickt, wenn wir das besser unten reinkleben können, als da unten durchfummeln mit offener Klebestelle. Kriegst du sowieso nirgendwo durch. Die 4 Schrauben auf. Oder vielleicht auch bloß öffnen. Mal schauen, ob wir jetzt besser dran kommen. Jetzt, ja, schau mal her. So, ganz weg brauchen wir es also gar nicht machen. So, und jetzt kommt unser Vlies selbstklebend hier drauf. So, und jetzt kann man das wieder so zusammen machen und dann hat man da unten nur noch so einen Stoffrand, der ganz schwarz ist und auch gut ausschaut. Mit unserem beiliegenden Vlies schaut es jetzt natürlich so aus, es ist schon in einer ganzen Ecke besser, weil man einfach den Schacht gar nicht sieht und das fällt ja null auf, echt cool. Gegenüber dem Comfort Plus Radio oder dem Standardradio, wie es hier drin war, können wir natürlich mit Nachrüstradiolösungen schon auch eine höhere Lautstärke erzielen, weil die Dinger einfach mehr Dampf haben. Muss man mal so am Rande sagen. Ansonsten können wir natürlich jetzt checken, hier können wir laut und leise machen, wir können vor und zurück zappen. Das funktioniert alles wunderbar. Wir können auch den Rückwärtsgang einlegen, haben jetzt die Kamera mit drauf. Das ist ja jetzt alles mit integriert mit der Nachrüstlösung eines Doppeldien-Autoradios, mit dem kompletten Einbaukit, der euch die
den Einbau extrem leicht und übersichtlich macht und mit diesem Video sowieso überhaupt keine Probleme darstellen sollte. So viel zum Thema Einbau eines Doppel-DIN-Autoradios. Wir haben ja schon bereits 3 Videos vorher schon veröffentlicht für das Autoradio von Alpine, das mega geile Autoradio. Über das Austauschen neuer Lautsprecher, was der Chimney extrem notwendig hat. Wir haben das Video über das Nachrüsten einer Rückfahrkamera. Jetzt das Doppel-DIN-Autoradio hier integriert als andere Version gegenüber dem großen Alpine Autoradio. Also Leute, wie ist es jetzt bei euch? Gegenüber dem originalen Standardradio schaut jetzt so ein Doppel-DIN doch schon richtig cool aus und bietet ganz andere Möglichkeiten. Natürlich auch das Comfort Plus ist ja schon so ähnlich jetzt wie hier das Doppel-DIN, aber so richtig unschlagbar ist doch die Optik von dem Alpine mega großem Radio. Das lupft das ganze Multimedia-System nun mal auf ein ganz anderes Niveau. Wir werden euch jetzt noch ein Video bringen über die hinteren Lautsprecher, die nachzurüsten. Und wir werden natürlich einen Aktiv-Subwoofer unter den Sitz noch bauen, damit die Anlage mal richtig rund wird. Und jetzt müsst ihr uns noch sagen, was ihr euch für den Chimney vielleicht noch wünscht oder was ihr bisher vermisst habt, was wir noch machen könnten. Schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Ansonsten, damit ihr natürlich kein Video mehr über Chimney und andere Car-Hi-Fi-Sachen in anderen Fahrzeugen verpasst, klickt doch die Glocke und abonniert uns. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Olli.